Wer bin ich? Ich bin Anfang 30 und Multimillionär. Bis vor kurzem war ich Botschafter des karibischen Inselstaats Grenada. Ich war auch Vertreter bei der World Trade Organization. Die Insel gefällt mir nach wie vor, von daher lebe ich auf Grenada. Ich habe die Staatsbürgerschaft beantragt. Doch meine Wurzeln liegen woanders. Sie liegen in China. Als Kind war ich unglaublich kreativ, doch noch lieber als zu schreiben verbrachte ich Zeit vorm Rechner. Ich liebte das Internet. Meine Noten litten unter dieser Liebe. Irgendwann war mir klar, ich musste was an mir verändern, wenn ich an der Welt etwas verändern will. Und dann passierte es. Für einen technischen Studiengang reichten meine Noten zwar nicht, doch scheinbar waren meine Aufsätze so gut genug, sodass mich die renommierte Universität in Peking annahm. Ich habe dort einen Bachelor of Arts in Geschichte erworben. In Pennsylvania studierte ich dann politische Ökonomie mit einem Master of Arts in East Asia Studies. Im Jahr 2012, während meines Studiums, stieß ich auf Bitcoin. Ich begann in Krypto zu investieren und Finanzen aufzubauen. Das war der Moment, in dem ich begriff, wie ich etwas in der Welt bewegen konnte. Ich musste Unternehmer werden. Meine Karriere ging los. Ich startete einige Technologieunternehmen, darunter zum Beispiel eine Voice-Streaming-App in China. Ich wollte, dass Menschen sich mit ähnlichen Interessen kurzschließen können, ohne den anderen auf sein Aussehen zu reduzieren. Nur die Stimme zählt. 2014 wurde ich als Davos Global Youth Leader ausgezeichnet. 2015 bis 2017 war ich in der Forbes Asia unter den 30 der leistungsstärksten Unternehmer gelistet. Ich sehe mich als das Bindeglied zur Kryptobranche, ein Kryptodiplomat. Ich war früher Ripples erster Mitarbeiter in China. Ich bin heute globaler Berater für die Kryptobörse Huobi. Doch was ist schon ein guter Diplomat, wenn er sich nur in der Wohlfühlzone aufhält? Ich wollte die Meinung von Anti-Krypto-Investoren verändern. Deswegen ging ich trotz ein paar Verzögerungsprobleme 2020 auf ein Abendessen mit Warren Buffett. Die Wohltätigkeitsauktion kostete mich fast $5 Millionen. Ob Warren Buffett eines Tages doch in Krypto einsteigt? Wer weiß. Abseits von Krypto, meine kreativen Adern aus der Studienzeit, die lassen mich noch heute in Kunstwerke von Ikonen investieren. Mich fasziniert außerdem das Weltall. Ich finde, die Raumfahrt soll dezentralisiert werden. Jeder soll eines Tages ins Weltall fliegen können. Why is it worth $28 million for you to go into space? Kostet nur 28 Millionen. Ein Schnäppchen für Multimillionäre wie mich. Na, wer bin ich? Ich bin Kryptodiplomat und Weltraumvisionär. Ich möchte das Internet dezentralisieren. Ich bin Gründer von Tron. Ich bin Justin Sun. Lasst mich euch von Tron erzählen. Die Kontrolle über unsere Daten haben zentralisierte Anbieter wie Google, Amazon oder Meta. Ich wollte das ändern und das Internet, insbesondere den Gaming- und Entertainment-Sektor, dezentralisieren. Ich habe 2017 die Tron Foundation gegründet. Dort war ich bis 2021 CEO. Ich habe der DAO ein Vermächtnis hinterlassen. Ich habe ihnen in einem offenen Brief geschrieben, dass es nichts Besseres gibt, als wenn der Schöpfer einer blühenden Community die vollständige Kontrolle über Benutzer, Vermögenswerte und Daten abgibt. Ich musste gehen, um die Blockchain-Technologie anderweitig voranzutreiben. Jetzt liegt das Tron-Netzwerk nicht mehr in meiner Hand, sondern vollständig dezentral in der Hand der DAO. Heute hat das Tron-Netzwerk nach Ethereum das zweitgrößte Kapital, was in Smart Contracts gebunden liegt. Tron belegt mal wieder erneut Platz 1 der täglich aktivsten Benutzeradressen, gefolgt von Binance, Chain und Bitcoin. Wir von Tron haben über 158 Millionen Accounts. Um Tron zur Blütezeit zu verhelfen, habe ich als Schöpfer viel auf mich genommen. Ich musste aus China, sagen wir es mal, gehen. Ich wollte kein Strafverfahren der Behörden riskieren. Aber woher hätte ich das Kapital nehmen sollen? Ich entschied mich, ein ICO im Jahr 2017 durchzuführen. 40% der Tokens wurden im Rahmen des ICOs verteilt. Wir machten damit $70 Millionen liquides Kapital. Einfach so. Manche Quelle mag kritisiert haben, dass die Tokens zugunsten des Teams verteilt wurden. Rund 35% behielt die Foundation. Die restlichen 25% gingen im privaten Verkauf raus. Ja, also 15% an private Investoren und ich muss gestehen, auch 10% an eines meiner Unternehmen. Manche hielten diese Anteile zu hoch. Ich fand das in Ordnung. Was ich allerdings nicht in Ordnung fand, paar Tage später verbot China dummerweise ICOs. Was für ein mieses Timing. Natürlich gab es einen Aufschrei. Manche Journalisten meinten, ich hätte was von dem Verbot gewusst und auf den Verkauf gedrängt. Mir war das zu blöd,
deswegen ging ich in die USA. San Francisco ist sowieso schöner und ich habe echt keinen Bock auf das geopolitische Haifischbecken zwischen China und den USA. Während dieser Anfangszeit bauten wir noch auf dem Ethereum-Netzwerk auf. Der Tokentronics TRX war damals noch ein ERC20-Token. Schon bald wollte ich eine eigene Blockchain, daher der Tokenswap 2018 auf das Tron-Netzwerk. Der Tron-Token dient als Zahlungs- und Austauschmittel für die Daten und die Anwendungen im Netzwerk. Übersicht habe ich dir hier eingeblendet. Über den Token erhältst du Zugang zu Stimmrechten und Bandbreite. Tron ist auch der Staking-Token für den Delegated Proof-of-Stake-Konsensus, der die Blockproduzenten, das sind bei uns 27 Supervertreter, belohnt. Die Community wählt alle 6 Stunden die neuen Supervertreter aus. Das Tron-Protokoll will eines der größten skalierbaren Blockchain-Betriebssysteme werden, um dezentrale Anwendungen zu beschleunigen. Im Grunde orientiert sich das Konzept an bereits bestehenden Projekten wie Ethereum oder Filecoin aus dem IPFS-Ökosystem. Mehr zu Filecoin hat Miss Crypto in einem Video auf dem Kanal zusammengefasst. Diese Ähnlichkeit führte von Anfang an zu Anschuldigungen. Tron wäre ein Plagiat und wir hätten Teile des Codes von Ethereum oder Filecoin kopiert. Ich habe mich vehement dagegen gestellt. Da wurde einfach was Falsches ins Englische übersetzt. Zugegeben, Teile unseres Konzepts wie die Tron Virtual Machine beruhen auf einer Fork von Ethereum. Auch wählten wir als Programmiersprache Solidity, wie Ethereum sie verwendet. Aber schließlich wollen wir interoperabel sein und es Entwicklern so einfach wie möglich machen. Erfolgreich sein heißt nicht, das Rad neu zu erfinden. Und ein gutes Marketing brauchst du nun mal, um dein Produkt zu vertreiben. Wofür bin ich eine Ikone? Aber wir schweifen ab. Um uns im Bereich des File-Sharings zu platzieren, erwarb ich mit Hilfe der Tron Foundation im Jahr 2018 für schlappe 140 Millionen Dollar das Unternehmen, das hinter einem der größten Peer-to-Peer-File-Sharing-Netzwerke steckt, BitTorrent. In meiner Zeit als CEO führte ich 2019 den BTT Utility Token auf der Tron Blockchain ein. ICOs liegen mir. In weniger als 15 Minuten verkauften wir 50 Milliarden Token für 7,1 Millionen Dollar. Nach dem ICO lag BTT noch nach einer Woche 600% im Plus. 19% der Tokens gingen damals ans Team. Da klirrten die Kassen. Die SEC findet das jetzt 4 Jahre 2023 nicht in Ordnung und beschuldigt mich des Wash-Tradings und der Marktmanipulation unter Hilfe von Promis wie Lindsay Lohan oder Rapper Soulja Boy. Der SEC-Abteilungsdirektor Grewal schrieb dazu in etwa: Sun und andere nutzten einen uralten Trick, um Anleger in die Irre zu führen und zu schädigen, indem sie zunächst Wertpapiere anboten, ohne die Registrierungs- und Offenlegungspflichten einzuhalten, und dann den Markt für genau diese Wertpapiere manipulierten. Gleichzeitig bezahlte Sun Prominente mit Millionen von Social-Media-Followern dafür, für die nicht registrierten Angebote zu werben, ohne ihre Vergütung offenzulegen. Gary Gensler und seine Crews sollen sich mal wieder einkriegen. Wir arbeiten schließlich mit seriösen Partnern zusammen. Zum Beispiel mit Samsung. Tron D-Apps sind jetzt im Samsung Galaxy Store erhältlich. Milliarden von Nutzern erhalten so Zugriff. Oder langweiliger ausgedrückt integrierte Samsung Tron auf dem dezentralen D-App-Blockchain Keystore. Ich kann schon geschickt mit sozialen Medien umgehen. Andere Partner von Tron sind der Opera-Browser, der Tron-integrierte oder die Trading-Plattform Poloniex, wo die Handelsgebühren in TRX bezahlt werden können. An der Kryptobörse hatte ich mich zuletzt 2019 eingekauft. Ich wollte der angeknacksten Börse auf die Sprünge helfen. Ich zog Poloniex aus den USA ab und zu den Seychellen. Der Strand ist dort viel schöner. KYC nehmen die dort auch nicht so eng. Die Börse ist natürlich ein unabhängiges Unternehmen. Zum Glück listete die unabhängige Börse Tron. Erfolgreiche Unternehmungen wird gern als Stein in den Weg gelegt. Ich wurde von Medien wie The Verge beschuldigt, ich hätte meine Mitarbeiter dort aufgefordert, mir verlorene Kundengelder von 300 Bitcoin zu übertragen, die aus Versehen die falsche Wallet-Adresse angegeben hatten. Zumindest einigten wir uns von Poloniex dieses Jahr mit der US-Kontrollbehörde der OFAC auf eine Strafzahlung von über 7,6 Millionen US-Dollar. Wir hätten angeblich Sanktionen verletzt, weil wir über 65.000 Transaktionen zugelassen haben. Da will ich was Seriöses aufbauen und dann musst du dafür auch noch Strafe zahlen. Ich hab's satt. Ich will nicht mehr länger auf solche anstrengenden Unternehmen aufbauen. Und immer wieder rate ich meinen Fans, sich nicht an meinen Rat zu halten. Nur weil ich gelegentlich neue Projekte tweete, die zufälligerweise zunehmend auf Huobi gelistet werden, heißt das nicht, dass ich solche Coins gut finde. Neue Projekte sind immer hochriskant.
买 Shitcoin. Ach, was soll's, ich will Spaß haben. Ich trade jetzt Meme-Coins. Meme-Coins, die zwar auf Börsen wie Huobi gelistet sind und ich als Berater nicht gut finde. Daher trage ich potenzielle Verluste als Multimillionär höchstpersönlich und jeder Gewinn wird für Wohltätigkeitszwecke gespendet. Im Endeffekt verschaffe ich mir im Bärenmarkt weiterhin meine heißgeliebte Aufmerksamkeit. Und um den Hype auszuschlachten, mache ich es jetzt wie Elon Musk. Ich steige in den KI-Sektor ein. Im Februar gab ich bekannt, eine Zahlungsinfrastruktur für KI-Dienste wie ChatGPT aufzubauen. Basis dafür sind dezentrale Plattformen, also meine eigenen dezentralen Plattformen BitTorrent und Tron. Ich habe mein Imperium ja nicht umsonst aufgebaut. Übrigens, meine Zeit als Grenadas Botschafter trug Früchte. Die Nachbarinsel Dominica entschloss sich Ende 2022 ihren ersten Fan-Token Dominica Coin auf Basis von Tron herauszubringen, um den Tourismus zu fördern. Tron wurde zur staatlichen Blockchain-Struktur erklärt, TRX zur digitalen, legalen Landeswährung. Wer Lust hat, kann mit BTT und Co. in Zukunft seine Rechnungen begleichen. Eins kann man Justin wohl nicht vorwerfen. Justin hat dafür gekämpft, Multimillionär zu werden. An dem Tag, wo er beschloss, Unternehmer zu werden, um die Welt zu verändern, wurde er zum Unternehmer. Mit Tron hat Justin einen Blockchain-Giganten geschaffen, der uns mit jeder TRX-Transaktion begegnet, wenn wir mit Kryptowährungen ein alternatives Netzwerk zu Ethereum suchen. Wer sich für das Ökosystem von Tron interessiert, lohnt sich ein zweiter Blick auf die verschiedenen Sparten. Das würde hier dann doch zu weit führen. In vielen Plattformen wie dem Sun-Netzwerk mit dem Sun-Token, SunSwap, JustStable oder JustLendDAO hat Justin Sun die Spuren seines Namens hinterlassen. Aus dem Unternehmer wurde über die Jahre ein kontroverser Krypto-Entertainer. Wenn Justin sein Leben mit Erfolgen krönt, Unternehmen hochzuziehen, warum verlässt er sie dann, wenn es doch so gut läuft? Gerade dann, wenn eine Position mehr Verantwortung abverlangt. Ich würde gern verstehen, ob Justin unbewusst oder bewusst bei anderen Menschen aneckt. Bricht er mehr Regeln als Sitten, könnte ihn das Glück so eines Tages einholen. Justin Sun will doch nur die Welt verändern. Wie sehr müsste er die Regeln brechen, damit die Welt sich für ihn verändert? Justin Sun kann, wie jeder Mensch auch, nur seine Welt verändern. Sein Krypto-Imperium. Ach ja, Krypto und Künstliche Intelligenz? Das passt wie Faust aufs Auge. Unsere Finanzwelt, die Raumfahrt oder globale Lieferketten könnten von der Kombi profitieren. ChatGPT war erst der Anfang. Schau unbedingt rein, unglaublich interessant. Den Link zum Video habe ich dir unten angepinnt. Wie fandest du ansonsten so die Geschichte von Justin Sun? Schreib mir doch gerne einen Kommentar, ich würde mich über dein Feedback freuen. Bis dahin, ich bleibe von Krypto fasziniert. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Tschüss. Und die Outtakes. 30 der leistungsstärksten Unternehmer. Daher der Token Swap 2000. Eieiei. Ikone. Okay.